Heute filmen wir ausnahmsweise mal hier im Lager, weil wir ein wenig Platz brauchen. Denn in dieser Videoserie wird es darum gehen, euch die Unterschiede zwischen den einzelnen Rollermodellen zu erklären. Anfangen möchten wir damit, euch die einzelnen Kategorien zu zeigen. Das bedeutet Modern Vespa, Small Frame, Large Frame, Wide Frame und hier hinten noch Lambretta. Warum stehen die Roller so, wie sie stehen? Wir haben die Wespen in eine chronologische Reihenfolge gebracht. Das Ganze ging los mit den Wide Frame Modellen, dann kamen die Large Frame Modelle. Etwas später sind die Small Frame Modelle rausgebracht worden. Heutzutage gibt es nur noch die Modern Vespa zu kaufen, von der zwei hier hinten stehen. Und die Lambretta Modelle, die behandeln wir gesondert. Diese Modelle, die hier stehen, passen chronologisch ungefähr in die Zeit der Large Frame. Gut, fangen wir an. Anfangen möchte ich hier mit den Vespa Wide Frame Modellen, denn mit diesen Modellen hat auch die ganze Vespa-Geschichte angefangen. Diese Vespa, auf der ich hier gerade gesessen habe, die sieht im Wesentlichen noch den allerersten Vespa-Modellen sehr, sehr ähnlich. Grundsätzlich kann man sagen, man erkennt die Vespa Wide Frame an dem breiten Rahmentunnel hier unten, deswegen halt auch Wide, und dieser Klappe. Bei frühen Modellen saß da noch der Vergaser. Man kann das vielleicht ganz gut sehen im Unterschied zu dem Roller hier hinten, zu der Vespa T4. Hier ist halt ein wesentlich schmalerer Tunnel als bei der GS 150 hier. Was ist noch interessant an den Vespa Wide Frame? Man sieht, da hat eine Menge Entwicklung schon stattgefunden. Die Lampe ist von unten nach oben gewandert. Anfangs gab es 8 Zoll Räder, ganz am Ende gab es 10 Zoll Räder hier bei der GS. Und diese Modelle sind halt sehr alt. Das bedeutet auch, dass die Technik noch etwas anfälliger war, noch etwas weniger alltagsfreundlich als bei den späteren Serien. Und heute sind die natürlich auch sehr teuer. Kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, der Vespa Large Frame. Und zwar ist die Vespa Large Frame der Nachfolger der Vespa Wide Frame, auch wenn beide noch einige Jahre parallel produziert wurden. Woran erkenne ich das nun am besten? Die beiden zum Beispiel sehen sich so für den Laien noch sehr ähnlich, aber das einfachste Unterscheidungsmerkmal ist natürlich der schmalere Rahmen. Hier in dem Bereich, da erkennt man es auch als Laie am schnellsten. Hier ist auch keine Klappe und diese Seitenhaube hat hier auch keine Ausbuchtung. Daran erkennt man das tatsächlich am schnellsten. Die Technik, da hat sich auch einiges gewandelt. Nicht nur die Bauweise des Rahmens, sondern auch die Bauweise des Motors ist eine ganz andere oder der Aufbau des Motors. Und das Interessante an dieser Technik ist, dass dieses Grundkonzept bis zu den letzten Baujahren der Schaltwespen das gleiche geblieben ist. Also die meisten Sachen in der PX und auch hier in den frühen Large Frame Modellen sind kompatibel oder bauen auf einem sehr ähnlichen Prinzip auf. Die Vespa Large Frame wurde bis zu 200 Kubik gebaut. Das macht sie relativ stark und alltagstauglich. Generell kann man auch sagen, dass gerade die letzten Formen der Large Frame etwas komfortabler waren. Ganz am Ende gab es sie sogar mit Scheibenbremse. Das hat alles die Alltagstauglichkeit ziemlich erhöht. Frühe Modelle sind heutzutage natürlich relativ teuer. Die PX ist ziemlich erschwinglich. Also für jemanden, der erste Erfahrung sammeln möchte, der basteln möchte, ist so eine PX sehr interessant. Gut, dann kommen wir als nächstes zur Vespa Small Frame. Anfang bis Mitte der 60er Jahre hat sich dann Piaggio gedacht, sie wollen auch eine kompaktere Modellreihe auf den Markt bringen, die schon mit 50 Kubik losgeht, hoch bis zu 125 Kubik, die aber auch einen kleineren Rahmen hat als die bisherigen Wespen, und dadurch ist dann die Vespa Small Frame entstanden. Die besten Erkennungsmerkmale einer Vespa Small Frame sind im Prinzip die Seitenhauben, die fest sind. Also man kann die nicht abnehmen. Hier gibt es zwar so eine Klappe und hier auf der anderen Seite gibt es auch so eine kleine Seitenklappe, eine Motorklappe. Aber die Grundseitenhaube ist fest am Roller. Wie man sieht, von vorne sind frühe Vespa Small Frame von frühen Vespa Large Frame relativ schwer zu unterscheiden. Aber
Die Technik macht hier den Unterschied. Der Motor ist auch etwas anders aufgebaut. Der Zylinder liegt nicht mehr, sondern er steht leicht schräg nach oben. Diese Baureihe wurde auch recht lange gebaut. Hier am Ende, oder hier sieht man quasi das Ende dieser Baureihe. Das ist die PKXL2. Hier sind ganz viele Plastikteile verbaut und so ein großer Tacho. Und optisch hat es sich dann noch ziemlich gewandelt, hat nicht mehr jeden Vespa-Fan erfreut. Aber gerade dieser Roller hier ist interessant, weil es eine der letzten wirklich im Pontedera gebauten Wespen überhaupt ist. Also Schaltwespen. Danach ist die Produktion verlagert worden. Kommen wir ins Hier und Jetzt des Rollerbaus zu der Modern Vespa. Nach den letzten PX- und PK-Modellen hat der Mutterkonzern Piaggio erst einmal eine Zeit lang keine Vespa mehr produziert. Sie haben weiter Roller produziert, aber Automatikroller nicht unter dem Namen Vespa. Erst nach einigen Jahren haben sie dann wieder Roller mit einer selbsttragenden Stahlkarosserie auf den Markt gebracht unter dem Namen Vespa. Und das ist das, was wir bei uns heute Modern Vespa nennen. Erkennen kann man die sehr leicht, also gerade in Abgrenzung zu den älteren Wespen. Sie sind ausgestattet mit einem Automatikmotor, mit heutzutage Viertaktmotoren. Es gibt sie bis zu 300 Kubik und sie haben, wie ich finde, ein sehr klassisches Design und vor allem noch dieses Konstruktionsmerkmal, das ursprüngliche der selbsttragenden Stahlkarosserie. Ich finde, ein sehr schöner Transport dieses Vespa-Konzept in die heutige Zeit. Und damit verabschieden wir uns kategoriemäßig erstmal von den Wespen und gehen da hinten zu meiner Lieblingskategorie eigentlich, zu den Lambretten. In den 50er und 60er Jahren gab es in Italien einen ganz großen Konkurrenten der Vespa, und zwar waren das die Lambretta-Roller. Zwischen denen stehe ich hier und es gab bei den Lambretta-Rollern ähnlich wie bei Vespa auch sehr frühe Modelle. Dann gab es später Small Frame und Large Frame. Wir möchten uns hier auf die Lambretta Large Frame Modelle beschränken. Ich stehe hier zwischen zweien. Was ganz charakteristisch für die Lambretta-Roller ist, sie haben nicht wie die Vespa einen selbsttragenden Stahlblechrahmen, sondern sie haben einen Zentralrohrrahmen und der Motor ist nicht seitlich am Hinterrad angeflanscht, sondern er befindet sich vor dem Hinterrad und ist über eine in einem Gehäuse laufende Kette mit dem Hinterrad verbunden. Lambretta war auch immer eine sehr innovative Marke. Sie waren zum Beispiel die ersten, die serienmäßig eine Scheibenbremse an einem Zweirad verbaut haben. Das war jetzt eine sehr oberflächliche Darstellung der einzelnen Kategorien. Was wir als nächstes vorhaben ist, wir möchten euch alle diese Rollerkategorien nochmal en Detail vorstellen, wo ihr mehr Informationen zu den einzelnen Modellen und zur Technik bekommt. Wenn euch das interessiert, wenn ihr das gerne sehen möchtet, seid so nett, abonniert den Kanal, drückt die Bimmel. Bis zum nächsten Video. Ciao.